Lektion 1: Gesunde Gewohnheiten. Ich habe darüber nachgedacht, wie man ein gesundes Gleichgewicht im Leben bewahren kann. Das ist wichtig. Schon einfache Dinge wie Pausen können einen großen Unterschied machen. Ja, ich vergesse oft, mir eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen. Kurze Pausen helfen, den Geist zu erfrischen und die Konzentration zu verbessern. Absolut. Nach einem kurzen Spaziergang fühle ich mich produktiver. Auch Bewegung ist unerlässlich. Sie steigert die Energie und hebt die Stimmung. Da stimme ich zu. Ich versuche, ein bisschen Bewegung in meinen Alltag einzubauen. Das ist toll. Welche Sportart treibst du gerne? Ich liebe es, morgens zu joggen. Es macht meinen Kopf frei. Jon ist eine fantastische Wahl. Ich bevorzuge Yoga wegen seiner beruhigenden Wirkung. Yoga ist wunderbar für Flexibilität und Entspannung. Es hilft mir auch, nach einem langen Tag abzuschalten. Apropos Entspannung, ausreichend Schlaf ist ebenfalls entscheidend. Verf Guter Schlaf kann die allgemeine Gesundheit und die Konzentrationsfähigkeit verbessern. Ich fühle mich immer besser, wenn ich gut geschlafen habe. Schlaf ist die Art und Weise, wie der Körper neue Energie tankt. Welche weiteren Tipps haben Sie für einen gesunden Lebensstil? Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist ebenfalls unerlässlich. Wasser hilft, den Energiepegel aufrechtzuerhalten. Das ist ein guter Punkt. Ich vergesse manchmal, genug Wasser zu trinken. Das kommt vor. Erinnerungen einzustellen kann hilfreich sein. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Auf gesunde Gewohnheiten. Lektion 2: Traumreiseziele. Waren Sie schon einmal in Ubud auf Bali? Nein, war ich nicht. Ich habe gehört, es sei wunderschön, besonders die Reisfelder. Ja, sie sind atemberaubend. Die üppig grünen Terrassen sind einfach umwerfend. Die friedliche Atmosphäre klingt traumhaft. Ich kann sie mir fast vorstellen. Es fühlt sich wirklich wie ein Paradies an. Man kann das sanfte Rascheln der Blätter hören. Es klingt so friedlich. Ich würde dort so gerne entspannen. Das solltest du dir unbedingt mal ansehen. Es gibt dort auch viele Kunstgalerien. 5 Galerien. Ich genieße es, die lokale Kunst und Kultur zu erkunden. Ubud gilt als das kulturelle Herz Balis. Es würde Ihnen gefallen. Ich kann mir vorstellen, durch die Märkte zu schlendern und einzigartige Stücke zu entdecken. Genau. Und das Essen ist auch unglaublich. Ich habe schon so viel über die balinesische Küche gehört. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich mag Nasi Goreng sehr gern. Es ist ein geschmackvolles gebratenes Reisgericht. Das klingt köstlich. Das muss ich unbedingt probieren, wenn ich dort bin. Und vergessen Sie nicht, frisches Kokoswasser zu probieren. Es ist erfrischend. Das setze ich auf meine Liste. Hast du irgendwelche Tipps für einen Besuch? Nehmen Sie sich unbedingt Zeit für einen Besuch der Tempel. Sie sind wunderschön und strahlen eine friedliche Atmosphäre aus. Ich liebe es, historische Städten zu erkunden. Das bereichert das Reiseerlebnis.
Sie werden eine unvergessliche Zeit in U-Boot erleben. Ich kann es kaum erwarten. Vielen Dank für die tollen Empfehlungen. Auf zukünftige Abenteuer und die Entdeckung neuer Orte. Lektion 3: Wochenendausflug. Ich kann unseren Hüttenurlaub kaum erwarten. Es wird perfekt werden. Tschüss. Ich werde auch ein paar Bücher einpacken. Das ist eine tolle Idee. Es wird schön sein, in der friedlichen Umgebung zu entspannen und zu lesen. Ja, es gibt nichts Schöneres als ein gutes Buch am Kamin. Haben Sie bestimmte Bücher im Sinn? Ich überlege, den von Ihnen empfohlenen Roman mitzubringen. Die Geschichte über die geheimnisvolle Insel? Die wirst du lieben. Das hoffe ich. Ich mag Geschichten mit unerwarteten Wendungen. Ich werde auch mein Lieblingsreisemagazin mitnehmen. Vielleicht inspiriert es uns ja zu unserer nächsten Reise. Das klingt toll. Wir können dort unsere zukünftigen Abenteuer planen. Meinst du, wir sollten Spiele zur Unterhaltung mitbringen? Werf, ein Brettspiel wäre perfekt für gemütliche Abende. Ich habe da einen Klassiker, den wir spielen können. Der sorgt immer für Lache. Ich freue mich schon sehr. Spiele und Bücher werden für eine wundervolle Zeit sorgen. Und vergesst die Snacks nicht. Wir brauchen jede Menge Leckereien. Natürlich, ich bringe Popcorn und Schokolade mit. Perfekt. Wir werden unseren eigenen kleinen Filmabend in der Hütte veranstalten. Das verspricht ein unvergessliches Wochenende zu werden. In der Tat. Auf Entspannung und gute Gesellschaft. Lektion 4: Händels Vermächtnis. Wussten Sie, dass Händel im August 1742 nach London zurückkehrte? Das habe ich nicht. Worauf bereitete er sich zu diesem Zeitpunkt vor? Er bereitete das Oratorium für sein berühmtes Werk Messias vor. Ah, Messias. Es ist eine seiner berühmtesten Kompositionen. Genau. Die Musik ist kraftvoll und zutiefst bewegend. Ich verstehe, warum es so viele Menschen anspricht. Was hat ihn dazu inspiriert, es zu schreiben? Händel wollte etwas schaffen, das die Menschen aufmuntern würde. Das ist eine edle Absicht. Gab es bei der Komposition irgendwelche Schwierigkeiten? Ja, er musste finanzielle Schwierigkeiten und Kritik überwinden. Es ist beeindruckend, wie er trotz dieser Hindernisse durchgehalten hat. In der Tat, seine Hingabe zu seinem Handwerk ist inspirierend. Wann fand die Uraufführung von Messias statt? Die Uraufführung fand 1742 in Dublin statt, bevor das Stück nach London kam. Das ist interessant. Wie war die Resonanz in London? Das Londoner Publikum war anfangs skeptisch, aber letztendlich wurde es ein Riesenerfolg. Es ist erstaunlich, wie die Zeit die Wahrnehmung von Kunst verändern kann. Absolut. Händels Werke werden weiterhin weltweit aufgeführt. Ich würde eines Tages sehr gerne eine Aufführung von Messias besuchen.
Das solltest du unbedingt tun. Das Erlebnis Live Musik ist wirklich magisch. Hiermit feiern wir das Vermächtnis großer Komponisten wie Händel. Darauf ein Hoch. Lasst uns die Welt der Musik weiterhin gemeinsam erkunden. Lektion 5: Defektive Lerngewohnheiten. Ich erstelle den Zeitplan, um Lernsitzungen für jedes Fach zu planen. Das klingt nach einer tollen Idee. Wie organisierst du deine Zeit? Ich teile jedem Fach je nach Schwierigkeitsgrad spezifische Unterrichtsstunden zu. Das ist klug. Planen Sie auch Pausen in Ihren Zeitplan ein. Ja, ich mache immer kurze Pausen, um meinen Kopf frei zu bekommen. Wie lang sind Ihre Pausen normalerweise? Ich nehme mir nach jeder Stunde Lernen etwa 5 bis 10 Minuten Zeit. Das klingt vernünftig. Ich verliere oft die Konzentration, wenn ich zu lange lerne. Genau, kurze Pausen können helfen, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Haben Sie Tipps, wie man während des Lernens motiviert bleibt? Das Setzen kleiner Ziele kann sehr motivierend sein. Es vermittelt ein Erfolgserlebnis. Das ist eine gute Strategie. Ich sollte damit anfangen. Außerdem macht das Lernen mit einem Freund mehr Spaß. Da stimme ich zu. Es hilft, Themen zu besprechen und sich gegenseitig abzufragen. Außerdem kann es dazu beitragen, dass sich das Lernen weniger isolierend anfühlt. Wie wählt man die Fächer aus, die man zuerst studieren möchte? Ich beginne mit den Themen, die ich am schwierigsten finde. So kann ich sie angehen, wenn mein Kopf noch frisch ist. Das macht Sinn. Ich beginne normalerweise mit den einfacheren Themen, um Selbstvertrauen aufzubauen. Beide Methoden haben ihre Vorzüge. Es kommt auf die persönliche Vorliebe an. Ich werde deinen Ansatz bei meiner nächsten Lernsitzung ausprobieren. Auf effektives Lernen und beste Prüfungsergebnisse. Lektion 6: Einen Tagesausflug planen. Ich freue mich zu hören, dass die Busse tagsüber alle 15 Minuten fahren. Perf. Das bedeutet, wir werden genügend Zeit haben, das Festival zu erkunden. Genau, wir müssen uns überhaupt nicht beeilen. Worauf freust du dich beim Festival am meisten? Ich freue mich schon auf die Essensstände. Ich habe gehört, dass es dort fantastisches Streetfood gibt. Das Essen ist immer ein Highlight. Ich kann es kaum erwarten, die lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Und es wird auch Live-Musik geben. Ich liebe es, neue Bands zu entdecken. Das klingt herrlich. Musik trägt immer zur festlichen Atmosphäre bei. Meinst du, wir sollten eine Liste mit Dingen erstellen, die wir tun möchten? Das ist eine kluge Idee. Das wird uns helfen, organisiert zu bleiben. Vielleicht können wir mit dem Essen anfangen und uns dann das Kunsthandwerk ansehen. Tja, ich möchte mir auch die Kunstausstellungen ansehen. Sie dürfen inspirierend sein. Großartig. Und wir sollten uns auch Zeit für spontane Abenteuer nehmen. Absolut. Manchmal sind die schönsten Momente ungeplant. Wo wir gerade von Ungeplantem sprechen, glaubst du, wir werden jemandem begegnen, den wir kennen? Das ist durchaus möglich.
Dieses Festival zieht viele Menschen an. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir dort einige Freunde treffen würden. Das wäre toll. Auf einen Tag voller Spannung. Darauf ein Prost. Lasst uns unsere Zeit auf dem Festival genießen. Lektion 7: Die Entdeckung des Bodesschiefers. Wussten Sie, dass der Burgess Schiefer einen der weltweit bedeutendsten Funde von Weichtieren aus dem Meer birgt? Nein, das habe ich nicht. Das klingt faszinierend. Aus welchem Zeitalter stammen diese Fossilien? Sie stammen aus dem mittleren Kambrium. Es ist eine entscheidende Zeit in der Geschichte des Lebens. Das ist unglaublich. Weichkörperorganismen sind im fossilen Bestand normalerweise selten. Genau. Die Erhaltung dieser Fossilien ermöglicht einen einzigartigen Einblick in urzeitliche Ökosysteme. Welche Arten von Lebewesen wurden dort entdeckt? Viele bizarre und wundervolle Arten, darunter einige, die ganz anders sind als alles, was wir heute sehen. Ich liebe die Idee, die Urzeitmeere anhand dieser Fossilien zu erforschen. Ja, einige von ihnen wiesen ungewöhnliche Körperstrukturen auf, die unser Verständnis der Evolution in Frage stellen. Es muss für Paläontologen aufregend sein, solch einzigartige Exemplare zu untersuchen. Das stimmt wirklich. Der Burgess-Schiefer hat unsere Sicht auf das frühe Leben auf der Erde verändert. Ich frage mich, ob wir jemals mehr über diese urzeitlichen Meeresumwelten erfahren werden. Das ist das Schöne an der Wissenschaft. Es gibt immer noch mehr zu lernen. Ich habe jetzt Lust, mehr über Paläontologie zu lesen. Das solltest du unbedingt tun. Es eröffnet dir eine ganz neue Welt voller Entdeckungen. Auf die Erforschung der Geheimnisse der Vergangenheit unseres Planeten. Darauf ein Hoch. Lasst uns unseren Rundgang durch die Ausstellungsstücke fortsetzen. Lektion 8: Humanitäres Engagement. Bevor wir an einer humanitären Mission teilnehmen, verpflichten wir uns zur Einhaltung eines Verhaltenskodex. Ver Dieser Verhaltenskodex ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass wir ethisch und respektvoll handeln. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Teil dieses Codes? Ich glaube, dass der Grundsatz des Respekts vor der lokalen Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung ist. Absolut. Es ist unerlässlich, ihre Kultur und Bedürfnisse zu verstehen. Wir müssen ihnen zuhören und ihren Sichtweisen gegenüber offen sein. Genau. Es geht darum, sie zu unterstützen, nicht darum, ihnen unsere Ideen aufzuzwingen. Ich denke auch, dass Integrität unerlässlich ist. Wir sollten in unserem Handeln stets ehrlich sein. Ja, Transparenz schafft Vertrauen zwischen uns und der Gemeinschaft. Und wie sieht es mit Teamarbeit aus? Auch das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mission. Auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit wird uns helfen, unsere Ziele effektiv zu erreichen. Und es kann das Erlebnis auch angenehmer machen. Stimmt. Gemeinsame Herausforderungen führen oft zu stärkeren Bindungen. Ich freue mich darauf, neue Leute kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Ich auch. Diese Mission bietet eine großartige Gelegenheit zur persönlichen Weiterentwicklung. Auf ein positives Miteinander unter Einhaltung unserer Verhaltensregeln. Darauf ein Hoch. Lasst uns gut vorbereiten und das Beste aus dieser Erfahrung machen.
Lektion 9: Die Psychologie entdecken. Ich habe gehört, Sie erwägen ein Programm mit Schwerpunkt klinische Psychologie. Da, das stimmt. Ich glaube, es ist eine gute Wahl für meine Karriereziele. Das klingt nach einem lohnenden Berufsfeld. Planen Sie, sich auf einen bestimmten Bereich zu spezialisieren? Ich überlege, mich auf Kinderpsychologie zu spezialisieren. Ich finde das Thema faszinierend. Das ist wunderbar. Die Arbeit mit Kindern kann sehr wirkungsvoll sein. Da stimme ich zu. Es ist unerlässlich, Kindern zu helfen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Haben Sie Erfahrung in der Arbeit mit Kindern? Ich habe letztes Jahr ehrenamtlich in einem Sommercamp gearbeitet. Es war eine tolle Lernerfahrung. Das klingt fantastisch. Was hat dir daran am besten gefallen? Ich fand es wunderbar zu sehen, wie Kinder sich ausdrücken. Ihre Kreativität ist inspirierend. Kinder haben so einzigartige Perspektiven auf die Welt. Ja, ich möchte ihnen helfen, sich verstanden und unterstützt zu fühlen. Haben Sie sich schon Gedanken über bestimmte Techniken gemacht, die Sie anwenden möchten? Ich interessiere mich für Spieltherapie. Sie ermöglicht Kindern, durch Spiel zu kommunizieren. Das ist ein genialer Ansatz. Er kann sehr effektiv sein. Vielen Dank. Ich glaube, es kann einen sicheren Raum für sie schaffen. Was sind Ihre nächsten Schritte, um diese Spezialisierung weiter zu verfolgen? Ich plane, weitere Kurse zu belegen und Praktika in diesem Bereich zu suchen. Das klingt nach einem soliden Plan. Ich bin sicher, du wirst damit hervorragende Leistungen erbringen. Auf ein Leben, in dem wir unsere Leidenschaften entdecken und etwas bewegen können. Darauf ein Hoch. Lasst uns weiterhin gegenseitig auf unseren Wegen unterstützen. Lektion 10: Die Freude an der Scharade. Hast du schon mal Charade gespielt? Da, ich liebe es. Spielst du es oft? Ich versuche es. Es ist eine so schöne Art, Zeit mit Freunden zu verbringen. Versuch. Man stellt ein Wort oder einen Satz pantomimisch dar, ohne zu sprechen, und die anderen raten. Genau. Die Herausforderung besteht darin, das Wort durch Gesten zu vermitteln. Ich neige beim Spielen immer dazu, übertrieben dramatisch zu werden. Das macht es noch unterhaltsamer. Hast du ein Lieblingswort, das du pantomimisch darstellen möchtest? Ich ahme gerne Tiere nach. Sie lassen sich oft leicht und lustig imitieren. Tiere sind toll. Ich habe mal so getan, als wäre ich ein Pinguin und alle haben gelacht. Das klingt jaro komisch. Ich kann mir das Watscheln richtig vorstellen. Und du? Was war dein schönster Moment beim Schachradespielen? Ich habe einmal das Drachen steigen lassen nachgespielt und alle haben es sofort erraten. Das ist beeindruckend. Beim Schachradespiel kommt es auf das richtige Timing an. Das stimmt wirklich. Manchmal sind die einfachsten Maßnahmen die besten. Stimmt. Spielst du lieber in einer großen oder in einer kleinen Gruppe? Mir macht beides Spaß, aber in einer großen Gruppe wird es noch spannender. Da stimme ich zu. Die Energie in einer größeren Gruppe ist ansteckend. Wollen wir sehen, wer heute Abend die meisten Wörter erraten kann?
Herausforderung angenommen. Möge der beste Schauspieler gewinnen. Lektion 11: Die digitale Diskussion. Haben Sie schon von der bevorstehenden Podiumsdiskussion zum Thema digitale Trends gehört? Ja, habe ich. Das scheint ein Ereignis zu sein, das man nicht verpassen sollte. Ich stimme vollkommen zu. Die besprochenen Themen sind heute hochaktuell. Welche konkreten Trends werden Sie behandeln? Sie werden sich mit künstlicher Intelligenz, sozialen Medien und neuen Technologien auseinandersetzen. Das sind entscheidende Bereiche in unserem digitalen Zeitalter. Welchen Nutzen kann man aus einer Teilnahme ziehen? Die Teilnehmer erhalten Einblicke direkt von Branchenexperten. Das klingt aufschlussreich. Von den Besten zu lernen ist immer von Vorteil. Darüber hinaus wird es Gelegenheiten geben, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Netzwerken kann zu spannenden Kooperationen führen. Absolut. Kontakte, die heute geknüpft werden, können zu zukünftigen Projekten führen. Es ist wie das Sehen von Samen für das Wachstum von morgen. Genau. Außerdem wird die interaktive Fragerunde sehr unterhaltsam sein. Mir gefällt es, wenn das Publikum direkt mit den Rednern interagieren kann. Dadurch wirkt die Diskussion persönlicher und dynamischer. Worauf freust du dich am meisten? Ich bin gespannt auf Prognosen zur Zukunft der Technologie. Vorhersagen können sowohl aufregend als auch beängstigend sein, nicht wahr? In der Tat, es ist faszinierend zu sehen, wie schnell sich die Dinge entwickeln. Die Podiumsdiskussion könnte Klarheit über die anstehenden Herausforderungen bringen. Ja, das Verstehen der Herausforderungen ist für die Vorbereitung unerlässlich. Ich glaube, diese Veranstaltung wird viele Teilnehmer inspirieren. Inspiration ist in der sich ständig wandelnden digitalen Welt von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie während der Diskussion Notizen machen, Selbstverständlich. Ich habe vor, jede wertvolle Erkenntnis festzuhalten. das ist eine hervorragende Strategie. Sie wird dabei helfen, die Informationen besser zu behalten. Darüber hinaus profitieren auch andere davon, wenn diese Erkenntnisse im Nachhinein weitergegeben werden. Hysiluf, geteiltes Wissen vermehrt sich. Ich kann es kaum erwarten. Das wird ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 12: Abenteuer kartieren. Ich kann mich nicht mehr an den Namen dieses charmanten kleinen Städtchens erinnern, über das wir gesprochen haben. Ich verstehe, wie das passieren kann. Es ist frustrierend, nicht wahr? Absolut. Ich kann Ihnen den Standort aber gerne auf einer Karte zeigen, wenn Sie möchten. Das wäre wunderbar. Karten können in solchen Situationen sehr hilfreich sein. Hier ist es. An dieser markierten Stelle sollte die Stadt liegen. Ah, ich sehe es. Es liegt direkt am Fluss, nicht wahr? Genau. Die Aussicht von dort muss wirklich malerisch sein. Ich kann dir die wunderschöne Landschaft nur vorstellen. Waren Sie schon einmal in dieser Stadt? Ja, das habe ich. Ich erinnere mich an die malerischen kleinen Läden und die freundlichen Einheimischen. Das klingt herrlich.
Woran erinnerst du dich sonst noch? Es gab ein wunderbares Café, das die besten Backwaren serviert. Das Gebäck klingt verlockend. Ich würde sehr gerne etwas davon probieren. Sie würden nicht enttäuscht sein. Sie waren einfach himmlisch. Jetzt möchte ich es noch viel lieber besuchen. Was gibt es sonst noch in der Nähe? Es gibt einen wunderschönen Park, in dem die Leute oft picknicken. Ein Picknick im Park klingt nach dem perfekten Plan. Das stimmt wirklich. Wir können unsere Lieblingssnacks mitbringen. Ich werde ein leckeres Sandwich und etwas Obst zubereiten. Und ich kann Getränke mitbringen, damit wir uns erfrischen können. Ausgezeichnet. Diese Reise verspricht, sehr angenehm zu werden. Ich freue mich schon sehr darauf, die Stadt mit dir zu erkunden. Technisch. Es wird mit Sicherheit ein unvergessliches Abenteuer. Lasst uns unsere Pläne abschließen und diese Reise in die Tat umsetzen. Lektion 13. Veränderungen annehmen. Ich glaube, die ersten 5 Jahre meines Aufenthalts in Kanada waren die schwierigsten. Das kann ich verstehen. In ein neues Land zu ziehen, kann ziemlich überwältigend sein, nicht wahr? Absolut. Alles fühlte sich anders an, vom Wetter bis zur Kultur. Ja, ich hatte ähnliche Gefühle, als ich hierher zog. Was war für dich das Schwierigste? Ich hatte anfangs Schwierigkeiten mit der Sprache. Die Kommunikation war frustrierend. Sprachbarrieren können eine große Herausforderung sein. Wie haben Sie diese Hürde überwunden? Ich habe Sprachkurse besucht und mit Freunden geübt. Das hat ungemein geholfen. Das ist ein großartiger Ansatz. Eintauchen kann tatsächlich Wunder bewirken. Das stimmt absolut. Ich habe auch viel durch das Ansehen von Filmen und das Lesen von Büchern gelernt. Das ist eine clevere Methode. Unterhaltung kann ein hervorragender Lehrmeister sein. Ja, neben der Sprache war die Anpassung an das Wetter eine weitere Herausforderung. Die kalten Winter können für Neuankömmlinge ein ziemlicher Schock sein. Ja, wirklich. Ich erinnere mich an meinen ersten Winter. Ich war auf den Schnee nicht vorbereitet. Das kenne ich. Ich dachte, ich würde wie gelähmt sein, sobald ich vor die Tür trete. Doch mit der Zeit entwickelte ich eine Leidenschaft für Wintersport. Skifahren wurde zu meiner neuen Leidenschaft. Das klingt aufregend. Ich genieße Eislaufen in den Wintermonaten. Der Winter kann richtig Spaß machen, wenn man sich erst einmal darauf einlässt. Und wie sieht es mit den kulturellen Unterschieden aus? Das brauchte Zeit, um es zu verstehen. Die Teilnahme an lokalen Festen war aufschlussreich. Ja, ich fand Gemeinschaftsveranstaltungen eine 'ne wunderbare Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Ja, ich fand Gemeinschaftsveranstaltungen eine wunderbare Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Ja, ich fand Gemeinschaftsveranstaltungen eine wunderbare Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Der Aufbau von Freundschaften hat den entscheidenden Unterschied gemacht, nicht wahr? Absolut. Mit Freunden kann man sich überall wie zu Hause fühlen. Wenn ich heute zurückblicke, glaube ich, dass mich diese Jahre positiv geprägt haben. Ich sehe das genauso. Herausforderungen führen oft zu persönlichem Wachstum. Ver Ein besseres Leben entsteht oft durch die Überwindung von Hindernissen. Ein Hoch auf die Offenheit für Veränderungen und darauf, unseren Weg in diesem wunderschönen Land zu finden.
Lektion 14. Sich in der Demokratie engagieren. Es ist unerlässlich, dass die Bürger über ihre Rechte und Pflichten gut informiert sind. Die stimme vollkommen zu. Wissen ist die Grundlage einer gesunden Demokratie. Was ist Ihrer Meinung nach der beste Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben? Das Lesen seriöser Nachrichtenquellen ist ein guter Anfang. Finden Sie nicht? Absolut. Man sollte jedoch auch unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen. Ja, es ist unerlässlich, verschiedene Standpunkte zu verstehen. Die Teilnahme an Bürgerversammlungen kann ebenfalls wertvolle Einblicke liefern. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Die Auseinandersetzung mit lokalen Themen ist von entscheidender Bedeutung. Und es befähigt Einzelpersonen, ihre Meinung wirksam zu äußern. Ja, aktive Beteiligung kann zu sinnvollen Veränderungen führen. Apropos Beteiligung, haben Sie sich schon zur Wahl registriert? Ich habe gewählt. Wählen ist eine grundlegende Möglichkeit, seine Meinung auszudrücken. Das ist es ganz bestimmt. Jede Stimme trägt zum Gesamtbild bei. Zudem bietet es die Möglichkeit, Kandidaten zu unterstützen, die mit unseren Werten übereinstimmen. In der Tat. Welche Themen sind Ihnen bei dieser Wahl am wichtigsten? Ich bin besonders besorgt über die Bildungs- und Gesundheitspolitik. Das sind kritische Bereiche, die jeden betreffen. Ja, und informierte Wahlentscheidungen können dazu beitragen, diese Politik zu gestalten. Wie wäre es mit dem Besuch von Debatten? Die können doch sehr aufschlussreich sein, finden Sie nicht? Absolut. Debatten offenbaren die Positionen und Denkprozesse der Kandidaten. Zudem heben sie oft die Unterschiede in ihren Herangehensweisen hervor. Ich glaube, das ist eine hervorragende Möglichkeit, um herauszufinden, wer unsere Interessen wirklich vertritt. Ich glaube, dass Diskussionen wie diese uns darauf vorbereiten, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ja, und es fördert eine Kultur der bürgerlichen Verantwortung. Lasst uns auch unsere Freunde zur Teilnahme ermutigen. Das ist eine fantastische Idee. Je mehr Stimmen, desto besser die Demokratie. Gemeinsam können wir eine Gemeinschaft schaffen, die Wert auf Teilhabe legt. Und das führt letztendlich zu einer stärkeren und lebendigeren Demokratie. Ich freue mich über die Wirkung, die wir erzielen können. Lektion 15. Neue Gewohnheiten für mehr Glück. Ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit angefangen habe, im Park spazieren zu gehen. Das klingt ja toll. Wie war diese Erfahrung für Sie? Es ist erfrischend. Die frische Luft und die Natur heben meine Stimmung ungemein. Das kann ich mir vorstellen. Draußen zu sein hat etwas Beruhigendes. Ja, und ich habe auch angefangen, vor dem Schlafengehen zu lesen. Lesen ist eine wunderbare Möglichkeit, sich zu entspannen. Was hast du gerade gelesen? Ich lese gerade mit Vergnügen einen Kriminalroman. Die Spannung fesselt mich. Krimis sind spannend. Fällt es Ihnen schwer, das Buch aus der Hand zu legen? Ganz im Gegenteil. Ich verliere beim Lesen oft das Zeitgefühl. Das ist das Zeichen eines guten Buches. Wie fühlen Sie sich nach der Einführung dieser neuen Gewohnheiten?
Ich fühle mich entspannter und bin bereit für den Schlaf. Es hat mir gut getan. Das sollte ich mal ausprobieren. Ich ertappe mich oft dabei, wie ich nachts auf meinem Handy herumscrolle. Das kann Ihren Schlaf stören, wissen Sie. Lesen ist viel gesünder. Du hast recht. Ich werde stattdessen lesen. Du wirst es nicht bereuen. Eine gute Geschichte hat etwas Magisches. Da stimme ich zu. Hast du schon Lieblingsplätze im Park entdeckt? Ja, es gibt eine ruhige Ecke mit einem wunderschönen Blick auf den See. Das klingt bezaubernd. Ich würde diesen Ort sehr gerne sehen. Ich kann es dir beim nächsten Mal zeigen. Es eignet sich hervorragend zum Nachdenken. Das würde ich begrüßen. Die Natur hat eine besondere Art, uns zu inspirieren. In der Tat, es ist erstaunlich, wie einfache Gewohnheiten unser Leben verändern können. Ich freue mich darauf, diese Gewohnheiten in meinen Alltag zu integrieren. Gemeinsam können wir uns gegenseitig motivieren, auf Kurs zu bleiben. Lektion 16. Die Kraft der Hoffnung. Ich glaube, dass Hoffnung eine der Grundlagen unseres Lebens ist. Absolut. Hoffnung kann in dunklen Zeiten ein Leitstern sein. Ja, selbst wenn wir nur den kleinsten Hoffnungsschimmer haben, kann das etwas bewirken. Das stimmt absolut. Hoffnung gibt uns die Kraft zum Durchhalten. Es ist wie ein kleiner Samen, aus dem etwas Schönes heranwachsen kann. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Welche Beispiele für Hoffnung gibt es in Ihrem Leben? Ich erinnere mich an eine schwierige Situation, die ich bei der Arbeit erlebt habe. Was ist passiert? Ich fühlte mich überfordert, aber die Hoffnung half mir, mich auf die Suche nach Lösungen zu konzentrieren. Das ist inspirierend. Hoffnung kann unsere Denkweise verändern. Genau, es ermutigt uns, immer weiterzumachen. Haben Sie auch in schwierigen Zeiten Hoffnung verspürt? In der Tat, in schwierigen persönlichen Momenten war die Hoffnung mein Anker. Das ist beeindruckend. Wie kultiviert man Hoffnung im eigenen Leben? Ich konzentriere mich auf positive Affirmationen und umgebe mich mit unterstützenden Menschen. Das ist ein toller Ansatz. Positive Energie kann ansteckend sein. Ja, auch Geschichten über Widerstandsfähigkeit inspirieren mich. Geschichten von anderen, die Widrigkeiten überwunden haben, können unsere eigene Hoffnung entfachen. Sie erinnern uns daran, dass wir mit unseren Problemen nicht allein sind. Und diese Hoffnung kann zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen. Ganz genau. Es beflügelt unsere Träume und Bestrebungen. An welchen Träumen halten Sie fest, die Ihnen Hoffnung geben? Ich möchte die Welt bereisen und neue Kulturen kennenlernen. Das klingt wunderbar. Reisen kann unseren Geist und unser Herz öffnen. Und du? Welche Träume inspirieren deine Hoffnung? Ich träume davon, mein eigenes Unternehmen zu gründen und etwas zu bewegen. Das ist ein echter Traum. Deine Leidenschaft wird sich sicherlich durchsetzen. Vielen Dank. Mit Hoffnung als meinem Leitfaden glaube ich, dass ich es schaffen kann.
Lasst uns gemeinsam die Hoffnung schöpfen und unsere Träume verwirklichen.